Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tales of Zestiria. Wie wir endlich hier dieses Mistviecher wegklatschen. Ich habe auch eine Schwierigkeitsstufe runtergestellt. Nicht anders möglich war. Do you think we can defeat them? You can't beat them if you half-ass it. If you're scared, just run away. They are indeed strong, but we can win if we try. It'll be better to dodge their attacks than defend. Think you can do it? Wie einfach er auf einmal ist. Calamity, appear, flames! This is for you. Calamity, flare! You sure are strange, Sarai. Really? Vielleicht hätte ich noch geschafft, wenn... Ja. Aber ich wollte es jetzt nicht nochmal... Ne, ich wollte ihn jetzt einfach weg haben. Den Bonus bekommen wir, egal auf welcher Schwierigkeitsstufe wir spielen. So. Denke ich doch mal. Wenn war das gerade Frischfell von mir. So, ich würde gerne die Sachen nehmen, die wir dazu bekommen haben. Jo. 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 Oh. Jo. Spezialangriff. Fokus wollte ich doch gar nicht ihm mehr geben. Er hat doch schon genug. So, jetzt müssen wir nach Ländern Valley. Alter, kostet das da noch viel. Gasthaus. Ja komm, gehen wir ins Gasthaus. Ein bisschen quatschen und so. Fängt ja schon gut an. Hallo, willkommen im Gasthaus Randgürz. Nachdem der Regen endlich aufgehört hat, gehen die Geschäfte wieder etwas besser. Also empfehlen wir, möglichst frühzeitig zu buchen. Aber wir werden erstmal einen schönen Sporgel essen. We worked so hard to obtain the spiritual powers and all, but there's no way of telling if we can really win. That's reality. And there's always luck involved in battle as well. I know that, but still. But his domain is less of an obstacle now, thanks to the spiritual powers. It might be a trap set by Kittybeard, though. How about saying something a little more positive for once? You know, precautions like these may determine the outcome of the battle. Oh, the power to perceive the truth. Ever the skeptic, aren't you? We did gain some experience through the ordeal. Why don't you try saying something positive? We need to trust them, Mikleo. Believe in yourself and your fellow comrades. Don't get so worked up. I'll help you out. Dazzle. Thanks. We're gonna be counting on you. Don't mention it. You are helping me get my revenge after all. Ja, immer mit seiner Rache. So. Na komm, Currybrötchen muss es. Kein Gespräch. Gut, dann war's das. Haben wir ihn eigentlich schon? Ja, wir haben ihn schon auf Max. Nice. Sprechen. Ja, ich hab's gehört. Du redest von der Ermordung der Kartnaden. Das klingt, als hätten die verstreuten Knochen etwas damit zu tun. Es gibt Gerüchte, dass Highland das in der Wege geleitet haben soll. Was für ein Blödsinn sind die Leute erzählen. Jo. Alter! Wollt ihr mich verarschen? So. Hallöchen. Die Wirtin ist so angespannt, seit Margarete von zu Hause weggelaufen ist. Sie stürzt sich förmlich in ihre Arbeit. Natürlich mache ich mir auch Sorgen um Margarete. Aber ich muss mir auch Sorgen um die Wirtin machen. Ja, gut. Ne, da war kein Gespräch. Dann gehen wir mal raus und schauen uns ein bisschen um. Machen ein Looks bisschen. like this Margaret or whatever might know something. But wasn't she bullied, though? I have a bad feeling about this. Sarai, why don't we take a rest at the inn? Good idea. That's Margaret's home besides. Alles klar. Alles klar. Wie unnötig war das denn jetzt? So, dann geben wir uns nochmal einen Curry. Not a lot
lot of clues to her whereabouts. We know something bad happened. Maybe Syndra and Margaret had already known each other from before. So you think Margaret had such strong resonance that she could talk to Seraphim? Yeah, it's like they were once friends, but... Something happened. Yeah. All the more reason we need to find and talk with Margaret. A little girl can't have gone that far away. Let's look for her tomorrow around the city. A scream? Right outside! War irgendwie klar. Oh, hoppla. Jetzt hätten wir nicht extra nochmal reingehen müssen, ne? Und ich habe nicht gespeichert. It's a Rougarou, a hellion that goes dürfte ja berserk nicht when so the stark moon is sein. out. Could it be behind the murder streak? Sword flare! Huh? It's kinda weak. Oh! A wolf monster! She has resonance too? Dang. We're going after it. Come on, hurry! Ich würde aber gerne speichern. Malchus Vergangenheit. So Maltran's fellow knights turned into Hellions and attacked her. Were they jealous of her fame and exploits? People tend to resent those who excel, even if they may be allies. That's even how military officers lose their lives on the battlefield sometimes. That's just brutal. But Maltran is alive, right? I wonder what did happen. That might have been the moment she herself turned Hellion. Or she could have been one from the start. We don't know the exact source of her malevolence, but we do know she has extraordinary combat skills. Indeed, it could be that the malevolence she emitted intensified that of the surrounding area, causing her fellow soldiers to become Hellions. It's a chicken and egg scenario. Won't do any good to ponder it. Either way, Maltran was already a Hellion when she first met Alicia. I imagine it will be hard on Alicia when she finds out. Sheesh, letter from Debbie. She wants her downers back. Come on! That means Alicia spent all those months next to a super grody Hellion, and yet she didn't absorb a lick of malevolence. How awesome is she? That's right. We gotta think positively. Damn straight. Chicken, egg, it's all the same once you've gobbled it down. I think that's still positive. Speichern wir mal. Bevor wir jetzt abschmieren und dann alles nochmal machen müssen. Das wäre richtig kacke. Aber. So. Wo müssen wir jetzt hin? Jetzt sind wir wieder langsam. Gehen wir mal ans andere Ende. Hauptsache, es steht eine Wache. Ja, stehen überall Wachen. Kann es hier nicht sein. Aber vielleicht müssen wir auch raus. Nee. Aber wer ist denn das da vorne? There's two of them? And It's eating its own kind? Ah, ich glaube, ich bin richtig gelaufen. We can't hold back, Harry! Oder, oh! Erde. Lila, is this a Rougarou as well? No, this is a Hellion breed wolf. It's a beast turned Hellion. It's agile, but open for attack after it moves. Also, ich mach dich trotzdem fertig. Boom! Alter, der hält überhaupt nichts aus. Sieh nix. Boom! Ah, geht doch. Nice. Puff. What? What is going on? Margaret?
You can tell it's really me, even though my mom said I'm a monster? Of course. I know you're not a monster. No, but I became one because me and Wiggs got so angry. Wiggs became a super scary monster all of a sudden, and then killed the people in the city. I got really scared, and so I went to go see my mom to get help, but then my mom... Don't worry. Your mom is gonna come soon. Really? I'm so happy. Syndra, I sensed the presence of Hellions, and also a bit of nostalgia. I can hear Syndra's voice. Wiggs, let's go to the bells. Syndra will be waiting for us. Margaret. I could have stopped this if I hadn't run away. Syndra. All Margaret said was that there isn't a seraph enshrined in the sanctuary. I see. And so that must have been what led to the bullying. Yes. In the midst of the intensifying clash between countries, the Church has been disciplining their believers more strictly. It's gotten to a point where they've started to act hostile towards anyone else with conflicting values and beliefs. Even if it is just some child's nonsense. So that's the reason why you left, out of utter disgust with humans. Shepherd Saray, please, could you give me just one more chance to protect the city? I'd like to, but that city is still... But she's willing to do it, right? Yes. I won't have people speak of my friend as a liar. I've always thought that having resonance was a good thing, but I guess that's not always true. Once you can see with it, your world is never the same again. Depending on how you take it in, you could change for the worse. In the end, it is what you make of it. Everyone's got their own values. But different values bring conflict amongst the people. Humans and Seraphim effectively live in different worlds. No wonder it's hard to live in harmony with each other. It's the same for shepherds and humans. What's important is having the capacity to accept each other's differences. Right. We're separate beings in the end, after all. Besides, resonance has nothing to do with this anyways. Those bullies are at fault. Der Segen für Region Lestenbell wurde wiederhergestellt. Hätte man ja mal früher machen können, ne? So, dann gucken wir mal, ob wir durch den Spargel wieder reden können. Das hört sich irgendwie merkwürdig an. Wir reden durch den Spargel. Den heiligen Spargel. Bitte was? Aber wir können jetzt... Oh, Menü Herrscher. 16. Oh. Das ist natürlich nice. So, vor allem hätten wir dann hier schon die Gaben machen können. Junge, 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 Junge. Ja, es hätte gewissermaßen mehr gebracht. Ja, Alter, diese Objektverlustrate. Ja. Da. Das schalten wir mit 17, 18, 19, mit 21 kann man dann wieder umsonst reisen. Aber ich spare erstmal auf einen anderen. So. Aber jetzt können wir wenigstens günstiger reisen. In dem Gebiet. Das reicht mir erstmal. Aber ich frage mich, eigentlich müssten es hier wieder Leute geben, die reden und so. Aber Bussekuchen. Einfach gar nichts. Ah, doch, er hier. Na, wenn das nicht mein junger Freund ist. Vielen Dank, dass du unsere 3 zurückgebracht hast. Jetzt muss ich mir um nichts mehr Sorgen machen. Ist ja auf eigenen Wunsch zurückgekehrt, ja?
In dem Fall ist jetzt alles wieder gut. Bitte Frau drauf, sie. Genau wie ich. Mal sehen. So, ich möchte mir hier aber noch die Pflanzen gönnen. Genau, da war noch einer. Mehr weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Hoppala. So, mal überlegen. So viel ist ja hier gar nicht mehr. Oh. Oh. Oh, Moment. Rose, hast du etwas gehört, das von Nutzen sein könnte? Natürlich habe ich das. Die Preise in Logrina sind offensichtlich in den Himmel geschossen. Der ist in den entfernten liegenden Gegenden nicht ungewöhnlich. Aber ich glaube, es lohnt sich nachzusehen. Wo? In Logrin. Okay. Gibt es Neuigkeiten? Nein, gibt es nicht. Kleefeldsenke, Karte. Ah, da ist auch neu. Auf den großen Auf der großen Kammlerbrücke gibt es eine Stelle, die als Handelsposten genutzt wird. Ich setze alles darauf, dass wir dort unsere Informationen finden. Ich reise zum Speicherpunkt. Gut, da steht schon mal nichts dabei. Wo steht das? Nee, andersrum. Hier. Ja, das sieht doch richtig aus. So, wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich werde mal schauen, ob wir jetzt auf die Brücke können und in das Gebiet, was hinter der Brücke ist. Das würde ich dann gerne vorziehen, bevor wir mit der Story weitermachen. Weil es wäre sonst merkwürdig, dass wir dann eine Schwestern da durch Angezeichen. Genau. Gut, wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein, ciao.